Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Mellies Moments ist hier. Melanie, ich grüße euch alle. Es kamen ein paar Anfragen bezüglich mal einer kleinen Übersicht, welche Dinge ich ganz gerne nutze für meine kreative Arbeit. Und da lasse ich euch doch ganz gerne einfach mal zuschauen. Zuerst möchte ich mich aber ganz herzlich bedanken für alle, die neu in meinen Kanal gefunden haben, die ihn abonniert haben. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt Freude beim Stöbern in meinen Videos. Ihr lernt viel. Ich hoffe, ich versuche immer, es alles jedem so nahe zu bringen, dass man etwas daraus ziehen kann aus den Sachen, die ich da poste. Und ja, ich bedanke mich herzlich, dass ihr da seid. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die mir ab und zu einen kleinen Bonus mit diesem kleinen Thanks-Button hinterlassen. Ihr könnt heute sehen, was ich davon mir ab und zu gönne. Das Ganze geht immer in Materialien, damit ich diese Videos, es sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich mittlerweile habe, es sind ja schon ein paar hundert, für euch machen kann. Und ja, wir starten einfach mal. Ich habe hier so ein bisschen was schon mal hingelegt. Ja, ich räume alles nochmal zur Seite. So. Zuletzt, zuletzt muss ich sagen, in meinem Programm aufgenommen habe ich dieses wunderbare Swatchbook. Ich hatte, so wie viele anderen wahrscheinlich auch, immer solche Farbkarten, wo ich gesammelt habe, die verschiedensten Sachen hier. Das sind die neuesten Farben übrigens, die ich von Victoria bekommen habe, von VH Aquarell. Limitierte Farben. Schaut gerne rein in das letzte Video, da ist alles zu diesen Farben. Und ja, so ein Buch ist natürlich super, weil es bietet einen dann eine schöne Übersicht, was man so hat. Und das ist natürlich, ist es nach denjenigen, nach den Kästen, die ich so habe, sortiert, wollte ich sagen. So, hier sind die wunderschönen Metallic-Farben. Die habt ihr eben schon mal gesehen. Das ist dieser Kasten hier. Die ganzen Chamäleon- und Metallic-Farben von Victoria. Auch den Shop verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. In Deutschland hergestellt, auf Honigbasis, lichtecht, super Qualität, leuchtend. Ihr seht das hier, ne, wie schön die sind. Und auch dazu gibt es schon zig Videos bei mir. Ich habe sie auch hier im Buch festgehalten. Dann habe ich ab und zu von Paul Rubens mal 1, 2, 3 Kästen gesponsert bekommen. Die habe ich hier jetzt auch wunderbar drin. Dann als letztes habe ich meine Aquarellmalstifte, die ich mir gekauft habe, hier drin verewigt. Und ja, ein paar Seiten sind noch frei und die werden im Laufe der nächsten Jahre sich bestimmt noch füllen. Eine tolle Geschichte zusammen, ne? Wenn ihr sucht, schaut einfach im Internet nach Swatchbook, Aquarell oder Künstlerbedarf. Ich möchte da, dieses ist von Lightwish, ich möchte da jetzt nichts Spezielles verlinken. Das gibt es bei Amazon, es gibt es von vielen Marken. Jeder hat so sein eigenes, manche mögen es lieber hochkant und. Ja, mir ist dieses hier in die Hände gekommen. Das hat mich, glaube ich, so um die 13 Euro gekostet. 13 oder 15 Euro, ich weiß es nicht genau. Das war mir das Geld wert. Und dafür habe ich jetzt eine wunderbare Ordnung bei mir. Ja. Dann, wie gesagt, die ganzen Farben. Die letzten sind diese hier von Victoria. Letztes Video. Schaut gerne rein. Ihr findet auf meinem Kanal immer noch verschiedene Videos zu Farben. Das kann man immer daran erkennen, dass diese Farbkästen dann mit auf dem Thumbnail, auf dem Starterbild zu sehen sind. Und dann ist es immer eine Vorstellung von einem neuen Kasten. Ne? Da habt ihr hier schon von Paul Rubens den gesehen. Diesen bunten, da gab es ein Video zu und. Ja, gut. Farben. Dann geht das weiter. Wenn wir bei Farben sind, dürfen natürlich diese nicht fehlen. Auch die habt ihr schon in unzähligen Videos gesehen. Ups, meine Lieblingsbuntstifte. Ist ein sehr weicher Buntstift. Alle, die Arthrose, Gicht, Rheuma in den Händen haben, nicht so stark aufdrücken können, gebt bei eurer Suche nach Buntstift weich mit ein. Und dann kommt ihr auf sowas hier. Hier steht es auch nochmal extra drauf. Soft, ja. Diese hier sind richtig toll. Allerdings muss ich euch darauf hinweisen, wenn ihr die sucht,
die kommen aus England. Wenn ihr es bestellt, achtet darauf, wenn ihr direkt in England bestellt, müsst ihr Zoll darauf bezahlen. Ja, spätestens wenn der DHL-Bote vor eurer Haustür steht, sagt er so, bitteschön, ich hätte ganz gerne mal. Also immer darauf achten, ich bin da jetzt schon zweimal drauf reingefallen auf Dinge, die ich in England bestellt habe und durfte dann noch Zollgebühren bezahlen. Also, das kommt noch oben drauf. Ja. Die letzte, neueste Erwerbung sind diese Aquarellmalstifte. Ich habe Aquarellmalstifte. Ich habe eine bunte Sammlung, die sieht so aus, von Aquarellmalstiften. Da sind die guten dabei von Faber-Castell, die malen schon mal ziemlich toll. Ich habe hier auch ein paar günstige dabei, die habe ich mir mal bei Teddy besorgt, so eine Mischung. Sind okay, aber ja, man merkt es am Anlösen der Farbe. Ne? Wenn man gemalt hat und der Farbstift löst sich nicht richtig an mit Wasser, ist die Qualität nicht ganz so toll. Auf jeden Fall bin ich über ein anderes Video bei YouTube auf diese hier gestoßen und die haben mich irgendwie, sie haben geschrien, Melanie, wir möchten zu dir. Und ich habe mir die gegönnt. Und zwar an einem Black Friday günstiger, 20% oder 30% günstiger. So anders sind die recht teuer. Ich kann euch auch die Seite zu diesen Stiften, die Hauptseite, gerne verlinken unten im Video. Die gibt es ab 12er Set, 12, 24, 32 oder 30. Es gibt die auch noch mehr, noch größer. Aber wie gesagt, wenn ihr da so ein 70er oder 100er Cent habt, dann bezahlt ihr auch dementsprechend Euros dafür. Ganz toll. Auch zu diesen Stiften gibt es ein Video. Wer mag, stöbert gerne in meiner Liste runter. Ihr könnt das dann erkennen. Die Stifte da sind abgebildet auf der Thumbnail und auf dem Starterbild. Und ihr wisst, okay, es geht um dieses Material, was ich da benutze. Gut, Stifte. Erledigt. Ganz normale Buntstifte habe ich euch gezeigt. Jawohl. Diese schönen Uniball Signos. Das sind die Farben, in denen ich sie habe. Am meisten zickt der Weiße. Das kennt ihr wahrscheinlich selber auch alle. Der zickt. Manchmal will er nicht, wenn es hier bei mir zu warm ist. Ich habe hier einen Kamin nebenan laufen. Dann wollen die auch nicht. Und ich habe jetzt wieder gemerkt, na, hochkant. Also so lagern, dass die Tinte nach unten immer läuft. Das geht auf jeden Fall besser. Diese Farben sind wunderschön. Das Schöne an diesen Stiften ist tatsächlich, man kann die Minen einzeln nachkaufen. Muss also nicht immer den ganzen Stift wegschmeißen. Ist ja auch Müll, der da entsteht. Und die Minen sind auch ein bisschen günstiger als der ganze Stift. Ja, bleibt euch überlassen. Stöbert aber gerne auch mal bei dem Stiftehändler eures Vertrauens. Also wir haben hier einen, was ist denn das? Ein Papierhändler? Ja, weiß ich nicht. Bürobedarfsbehändler nenne ich ihn mal. Der hat auch eine Riesenauswahl an wunderschönen Briefpapieren, an allen möglichen Dingen, unter anderem auch an Stiften. Und wenn man da durch die reinstöbert, dann findet man ab und zu auch mal ein paar neue Stifte. Auch durchaus mal selten, aber durchaus auch mal sowas, solche Feinliner. Gut, diesen hier kann ich tatsächlich sagen, das weiß ich noch genau, den habe ich bei der Drogerie Müller gekauft. DM Müller, Drogerie Müller bei uns in der Stadtgalerie und der ist toll. Der hat ganz günstig, hat ganz wenig gekostet, der funktioniert immer und das Gold ist nicht so schrill wie dieses von Uniball Signo. Das ist ein sehr knalliges, leuchtendes Gold. Dieses ist eher ein dezentes Gold. Super schön. Dann benutze ich sehr gerne Wasserstifte, wasserfeste Feinliner. Und da gibt es auch hier von Uniball einen in schwarz. Es steht immer drauf, wenn die wasserfest sind, in unterschiedlichen Dicken. Dieser hat schon eine ordentliche Stärke. Warte mal, steht das drauf, wie dick der ist? Der ist aber schon mächtig. Ansonsten gibt es von Pigma Micron, diese Feinliner kennt ihr alle. Ich habe mir den gleich in so einem Set geholt. Den habe ich mir gegönnt bei Bösner in Hannover, also im Kunstbedarfshandel. Kriegt man aber auch online bestellt, auch in verschiedenen Stärken noch, in größeren, also mit 5 Stiften verschiedene Stärken und. Sind sehr schön, male ich sehr gerne mit, funktionieren gut. Welcher noch super gut ist, den hatte ich mir auch bei Bösner gekauft, ist dieser hier, Winsor Newton, ein 0.5. Das ist momentan mein Lieblingsfeinliner, der malt auch richtig angenehm. Er
ist angenehm auf dem Papier, kratzt nicht so, ist auch richtig, richtig, richtig schön. Ja, ich muss zugeben, ich bin so ein kleiner Stifte-Junkie irgendwie. So, jetzt muss ich die erstmal wieder zurückbringen ins Glas, damit ich mein... So. Acrylstifte. Auch die nutze ich in manchen Bildern, wenn ich eine Mixed-Media-Technik mache, total gerne. Unschlagbar sind natürlich die vom Posca Pen, aber auch die kosten ihr Geld. Ich habe mir aber auch im Internet tatsächlich mal, kann ich euch wirklich auch empfehlen, Smilla Acrylstifte. Die waren malen genauso gut, haben auch ganz tolle Farben mal dabei. Ne, also mal ein bisschen was anderes hier. Und kann ich euch nur empfehlen. Ihr müsst nicht immer das teuerste nehmen. Probiert gerne auch mal diese aus. Und ganz wichtig, Acrylstifte liegend lagern. Sonst wird es nichts mit den Dingern. Genauso meine schwarze Kiste Box. Auch da, immer wenn ich irgendwo bin, ne? Es ist wirklich schlimm. Diese sind auch sehr schön. Le Pen gab es auch in so einem Set. 5 Euro. Okay, geh weg hier. Gab es in so einem Set mit 5 oder 6 verschiedenen. Sind auch super schön. Ansonsten, ja, manchmal kommt auch einfach mal so diese guten alten Stabilos, ne? Funktionieren immer. Also bunte Mischung. Ach, hier habe ich auch noch einen Uniball. Genau, der ist auch super. Also die Uniballs sind eigentlich meistens unschlagbar. Ja, und dann kann es mir natürlich auch passieren, dass ich mit sowas mal nach Hause komme. Gelstifte. Gelstifte ist ein schönes Thema. Drogerie Müller kann ich euch nur sagen. 25 Stifte für 4 Euro und die malen super toll. Auch hier ist sogar ein Gold dabei gewesen. Schaut da gerne rein. Guckt, wer gerne auch mit so Stiften malt. Oh, guck mal, hier habe ich noch einen Uniball. Ich habe so viele Uniballs. Wahnsinn. Ja, ne? Ab und zu nehme ich dann auch mal sowas mit hier nach Hause, Edding, und gucke mal, was ich damit so anfangen kann. Solche Dinge kaufe ich aber meistens eher in so einem 1-Euro-Laden oder bei Teddy und stöber da mal. Ne? Also da gebe ich dann nicht so viel Geld für aus. Das sind dann hier so Metallic-Stifte. Ne? Ja. Gut, also. So, Stifte. Okay, womit kann man noch malen? Bleistifte natürlich. Die habt ihr alle zu Hause. Nehmt, was euch da ist. Aber ich habe hier nochmal so einen, den habe ich von meinem Mann geschenkt gekriegt. Das ist so ein, ich sage mal, so ein Architektenbleistift oder so ein Baustellenbleistift. Und der kommt auch ab und zu in meinen Videos vor. Der ist nämlich sehr schön weich und lässt sich dann ganz gerne als Schatten verziehen. Und zwar mit diesem Ding. Und da haben mich auch schon viele von euch nachgefragt. Und ich kann euch nicht mehr sagen, wo ich es her habe. Das ist ein Papierstift. Ich kann sagen, eines Tages war er da und wird bei mir zum Schattieren benutzt. Gut, und die letzte Erwerbung, was das Thema Zeichnen angeht, war diese hier. Diese Glasfeder. Taucht jetzt auch schon in 2, 3 von meinen Videos auf. In Kombination mit so einer Tinte. Diese ist nicht wasserfest. Winsor Newton Tinte. Es gibt Tinte aber auch in wasserfest. Aber hier fand ich es besonders spannend, weil in den Videos ich das dann tatsächlich so genutzt habe, dass ich es auch ansprühe und diese Linien der Tinte verlaufen und es gibt tolle Effekte. Ja, eine Glasfeder. So heißen diese Teile. Die gibt es auch bei Amazon. Ihr könnt die finden. Guck mal, ist das süß hier mit so einem Halter. Ja. Und die nutzt man halt, hatte mir tatsächlich eine von euch, von den Zuhörern. Oh, Katze. Geh mal weg. Eine von den Zuhörerinnen hatte mich darauf hingewiesen, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte. Weil das halt natürlich viel, ja, sparsamer ist. Ne? Man muss nicht immer Stifte haben. Und, ja, und es hat funktioniert. Ich bin ganz begeistert. Es wird noch öfter in meinen Videos auftauchen. Ja, ein kleiner Blick in meinen Schrank. Diesen Schrank habe ich mir mal von Ikea geholt. Den kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Super Schubladen, schmale Schubladen, da passt alles rein. Ich habe hier meine Aquarellpapiere drin. Andere Papiere, die ich benötige. Es ist alles eine bunte Mischung. Ich müsste dringend mal wieder aufräumen. Ich habe hier noch verschiedene andere Sachen auch stehen, Puder und.
Ja, dann habe ich in diesem wunderbaren Schrank meine ganzen Stempelfarben. Wundert euch nicht, ich habe tatsächlich die alle mal geschenkt bekommen. Also ich habe mir maximal schwarz gekauft. Alles andere habe ich geschenkt bekommen und schwarz muss ich jetzt auch neu kaufen. Das ist nämlich alle. Dann gibt es für Stempelarbeiten auch wunderbar diese kleinen Fingerlinge. Die sind super, die kriegt man bei Teddy. Wenn man mit Schablontechnik arbeitet, dann ist das eine schöne Geschichte. Ne? Auf die Farbe ein bisschen schrubbeln und kriegt die Farbe dann super aufs Papier. Da gibt es ein paar Videos von, wo ich das angewendet habe. Wer mag, stöbert doch gerne einfach in meinen Videos. Ja, und zu den Stempelfarben habe ich dann tatsächlich auch noch Stempel geschenkt bekommen. Unmengen. Unmengen von Stempel. Ich habe mir tatsächlich nur 2 oder 3 von diesen Stempeln selber gekauft. Ja, auch die kommen ab und zu in Einsatz. Da sind Ostersachen bei, Weihnachtssachen bei. Ja, das würde jetzt zu lange dauern, euch die zu zeigen. Und ich habe auch mal selber versucht, mit Moosgummi einzumachen. Das hat noch nicht so ganz funktioniert. Aber auch das kann man theoretisch selber machen. Ne? Ja. Und ja, zu den ganzen Stempelgeschichten gehört dann mein Easy Stamp, der lagert hier. Und zu dem erzähle ich euch dann gleich nochmal ein bisschen was. So, und jetzt seht ihr nichts mehr, ne? Papiere. Also, wir starten mal bei denen, die gerade anfangen. Für alle, die gerade anfangen mit der Aquarellmalerei. Und ihr wollt noch nicht so viel Geld gleich investieren. Papiere sind unfassbar teuer. Wenn ich mir hier, das zeige ich euch gleich, so einen Block von Hannemühle anschaue, das eine, der kostet da 15 oder 12 Papiere, manchmal locker 30, 40 Euro. Das ist unfassbar. So, was aber gut geht für alle Anfänger. Clairefontaine Aquapad Papier, 300 Gramm. Es ist wirklich ein festes Papier. Es hat eine schöne Helligkeit. Für einfache Sachen super geeignet. Genauso wie diese Spiralordner. Wer keine einzelnen Papierumfliegungen haben möchte, ne, von Canson, dieses Aquarellpapier, auch das 300 Gramm. Also theoretisch sage ich immer, meine Papiere gehen meistens ab 300 Gramm los. Selten, dass ich mal eins für 275 Gramm habe, meistens 300 Gramm Papier. Hier habt ihr halt das Schöne, ihr habt ein Ringbuch, es fliegt euch nicht rum. Eure Werke sind an Ort und Stelle, ja, und ja, für euch dann, ne? Wer gerne mal malt, einfach für euch. Ach, guck mal. Im Urlaub gemalt. Das ist der Bodensee. Ja, es ist der Bodensee. Genau. Wunderschön. Auch die sind nicht so teuer. Die sind, ich weiß es nicht mehr, so um die 10 Euro rum. 10, 12 Euro maximal. Damit kann man super starten. Dann geht es, achso, welche noch recht einigermaßen günstig, glaube ich, waren, sind diese Bao-Ang-Papiere. Davon habe ich das und noch mal eins in Kartenform, glaube ich. Wo habe ich es? Ist auch nicht wichtig. Ja, kann man nutzen. Ich weiß gar nicht mehr, was war, aber sie haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich weiß, ich habe darüber ein Video gemacht. Schaut gerne rein in dieses Video mit den Papieren. Und da ist dann auch ein Resümee von mir dazu. Und ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich nutze es nicht so viel, deshalb kann es nicht so toll gewesen sein. Ist dann ja meistens so, ne? Gut. Spiralordner gibt es natürlich auch gute. Die von Hannemühle. Ach, hier ist das andere noch. Das hatte ich noch in klein, genau. Ja, was ich hierzu einfach sagen möchte, ne, die kommen aus China. Ist immer die Frage, möchte man unterstützen, dass alles aus China kommt und es halb durch die Welt reist, oder sagt man sich, dann gucke ich doch mal, was gibt es bei uns in Europa, was gibt es vielleicht auch in Deutschland. Ja, Hannemühle Papiere ist nun mal eine deutsche Marke. Dann würde ich auch das tatsächlich unterstützen. Ja, auch dieses hier kam aus China, wurde mir zur Verfügung gestellt. Ja, kein so tolles Papier, muss ich sagen. Zum Üben, zum Kritzeln ist es okay, aber zu mehr auch nicht.
So, dann gibt es richtig die teuren Papiere natürlich. Das letzte teure Papier, was ich mir gegönnt habe, ist dieses hier zum Ausprobieren. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Fand ich ganz schön. Das Einzige, was mir dann nicht gefallen hat, ist, dass es so sehr cremefarben ist. Ja? Hier mal zum Vergleich. Also deutlich heller. Die Hahnemühle Watercolor Selection. Und dieses schon ziemlich creme. Es kommt vielleicht bei meinem Licht hier auch nicht so toll rüber, aber schon sehr beigig, das Papier. Meine Lieblingsmischung kennt ihr alle aus vielen Videos. Watercolor Selection. Ihr habt hier 14 verschiedene Blätter und ihr könnt euch durchprobieren. Durch alles. Es gibt heißgepresste, es gibt kaltgepresste, es gibt raue Papiere, es gibt welche mit Struktur, es gibt ganz glatte Papiere. Mein Lieblingspapier ist tatsächlich das ganz schlichte, das Papier Nummer 1. Damit habe ich hier immer am liebsten gemalt. Richtig klasse. Es gibt von Hahnemühle auch andere Möglichkeiten. Hier habe ich mal Bambuspapier, Mix-Media-Technik. Wer ganz gerne auch noch mit Acryl arbeitet oder mit anderen Materialien. Dieses ist auch sehr schön. Könnte ich eigentlich mal wieder was drauf machen. Ist auch ein wunderbares Papier. Dann gibt es auch von Hahnemühle solche Bücher. Hier habe ich tatsächlich auch mal eins, wo es das Papier auch cremefarben ist. Und ja, so zum Üben finde ich es nicht so schlecht, wenn ich tatsächlich mal ein paar Bilder male, die ich irgendwie anders nutze. Und dafür ist das okay. Nehme ich tatsächlich lieber helleres Papier. Ich mag das lieber, wie die Farben auf dem hellen Papier arbeiten. Gut. So, das ist dann schon hier Hahnemühle schon ein bisschen teurer. Das ist auch ziemlich teuer. Und dann ist so, ne, hier Britannia Hahnemühle Papier. Steht noch der Preis drauf, was das mal gekostet hat? Nee, steht nicht drauf. Aber diese Papiere sind meistens in einer ziemlich oberen Preisklasse. 35 Euro, so ein Block 40 Euro. Dieses Papier, es war sehr spannend. Man kann das, glaube ich, nicht gut erkennen, aber das hat eine extreme Struktur. Da, jetzt kann man sie erkennen, die Struktur. Und ja, auch da kommen dann mal so größere Werke drauf. Also, so viel zum Thema Papier. Es gibt natürlich noch teurere Papiere, und zwar handgeschöpftes Papier. Habe ich mir auch mal gegönnt von Wanderings. Es ist richtig handgeschöpftes Papier. Allerdings ist das nicht fürs klassische Aquarellmalen geeignet. Also man kann nicht auf dem Papier arbeiten, weil das sofort aufsaugt. Da, wo die Farbe landet, da ist sie. Man kann sie noch ein bisschen verwischen, aber es ist nicht für Nass-in-Nass-Technik geeignet. Trotz alledem, wenn man nur mal so ich sage jetzt mal, ein Blütenkopf, ein Strich und weiß, wo die Farben hin sollen, dafür ist es toll. Es sieht super aus auf einem Kartenrohling, ne, mit diesen gerissenen, ist das richtig klasse. Wenn man Papiere hat, möchte man vielleicht auch mal eine schöne Karte machen und möchte eventuell, wo habe ich es denn? So wie hier, mal die Ränder abrunden. So, abrunde Ecken. Dafür gibt es so schöne Hilfsmittel, und zwar diese. Seht zu, ich habe auch eine Stanze, wo nur eine Rundung ist, geht auch. Aber meistens hat man Glück und findet dann sowas, wo tatsächlich 3 verschiedene Möglichkeiten sind. Die nehme ich total gerne, und diese hier nehme ich auch super gerne. Die ist nämlich richtig schön für Valentinstag, Muttertag, Geburtstage oder auch hier für Weihnachten. Das, was hier dunkel abgebildet ist, wird dann ausgestanzt. Ich kann euch das hier auch vielleicht mal kurz an einem Blatt Papierchen zeigen. Ja. Dann steckt sich das hier hinein, drückt das Ganze runter und hat dann eine so wunderschön gemachte Ecke. Und das ist doch richtig. Bei einer Karte macht sich das unheimlich gut, ne? Also wenn man dann nochmal den Hintergrund sieht und ja, richtig süß. Bin ich immer ganz glücklich. Die sind auch tatsächlich nicht günstig. Ach, guck mal, ja. Und man kann noch, wenn man möchte,
die Reste verwenden und die dann nochmal draufkleben. Guck mal, diesen Stern hier. Das wäre doch jetzt richtig entzückend, den hier oben auf diese Karte zu kleben. Und schon, ne, eins ergibt das andere. Also ich schmeiße auch selten was weg, das ist immer ganz schlimm. Ja, und genauso ist es mit den Herzen hier, aber die gehen jetzt in eine Tonne. Die hebe ich jetzt nicht auf. So, gut. Dieses hier war mal, hätte mal richtig viel Geld gekostet, habe ich mir dann aber bei einer Ladenauflösung gegönnt. Leider Gottes hat unser schönes Hobbyhaus in Hameln zugemacht und ja, da war das reduziert auf 50% und da habe ich dann zugeschlagen. Dafür war es dann okay. Es gibt 2 Sorten von Klebeband. Es gibt günstiges, ne, 3 Sorten nutze ich ja immer. 3 Sorten Klebeband nutze ich. Für ganz kleine Arbeiten. Tatsächlich mal für etwas, für sowas. Wenn die Karte nur fixiert werden muss, nicht groß mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, dann nehme ich tatsächlich mal Washi-Tape. Das kennt ihr alle, das gibt es so in verschiedenen Breiten. Aber das hält nicht sehr lange auf und das Papier muss schon recht glatt sein. Ja, sonst läuft auch da die Farbe drunter. Ansonsten ganz normales Malerkrepp funktioniert. Dieses ist von Action, das ist total toll. Also war ich sehr überrascht, wie gut das funktioniert. Ihr könnt natürlich aber auch aus jedem Baumarkt das Malerkrepp nehmen. Hinweis, wenn ihr euer Bild aufgeklebt habt und ihr löst hinterher das, ihr nehmt bitte einen Föhn zur Hilfe. Da sind wir bei meinem nächsten Hilfsmittel, was ich gerne nehme. Dieses hier ist von so einem Lockenstabteil. Ich habe aber kurze Haare und nutze das nicht. Und dann lasse ich einfach dieses Aufsteckteil weg und habe hier mein Föhn. Natürlich geht auch jeder andere kleine Föhn. Kein Problem. Ja. Funktioniert sehr gut. Wer es richtig toll haben möchte und richtig akkurate Kanten, aber das Zeug kostet richtig Geld. Frog Tape. Kriegt ihr bei euch im Baumarkt, kriegt ihr auch online bestellt. Dieses Klebeband hat irgendeine Beschichtung auf der Klebeseite, die, sobald sie mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, aufquillt. Und das macht natürlich das Papier wirklich super dicht. Ihr habt da wirklich diese akkuratsten, geraden Kanten und richtig klasse. Was ich manchmal mache, ich halbiere mir diesen Streifen bei kleinen Karten und habe dann ein bisschen mehr. Ich bin echt manchmal so eine geizige kleine, naja gut. Das ist das Beste. Tatsächlich, es ist einfach das Allerbeste, was geht. Aber auch das, wie immer im Leben, die guten Sachen kosten richtig Geld. Kann ich euch aber nur ans Herz legen. Ich habe Rubbelkrepp, Masking Fluid, flüssiger Maskierfilm, wird aufgetragen. Ach, tatsächlich eure Preise, 6,95 € hat das mal gekostet. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man es am besten aufträgt. Ich habe es mit Pinseln gemacht. Ich habe es mit diesen Pipetten gemacht. Die Pipette konnte ich dann hinterher wegschmeißen. Zuletzt habe ich es mit der Glasfeder gemacht. Hat auch nicht funktioniert. Und ich werde mir jetzt tatsächlich einfach mal Spritzen besorgen, aufziehen und dann mit der Spritze ganz vorsichtig da die Linien ziehen. Ne? Super Hilfsmittel, wenn ihr eine Fläche mal aussparen wollt, die soll weiß bleiben, macht ihr Rubbelkrepp drauf und könnt es hinterher abrubbeln und dann kommt das normale Papier wieder zutage. So, dann geht es weiter. Bei den Karten nutzt man ganz gerne mal für einen Gruß, schreibt man unten fröhliche Weihnachten oder irgendwas drunter. So, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ihr könnt einen Normalstempel nehmen. Dieses hier ist jetzt ein herzlicher Glückwunschstempel. Ja. Wenn ihr frische Tinte habt, funktioniert das super. Dann könnt ihr einmal tinten und habt meistens einen tollen Abdruck. Wenn der nicht so gut gedrückt hat, habt ihr ein Problem, weil das nochmal genau zu treffen ist wirklich, wirklich schwierig. Ne? Mit frischen Stempelkissen toll. Bei nicht so frischen ist es nicht so schön. Und dann kommt hier mein Easy Stamp in Einsatz. Den habe ich euch auch schon, mal gucken, blendet das, ja, in unzähligen Videos gezeigt. Kann ich euch gerne auch unten verlinken. Könnt ihr aber auch einfach suchen. Easy Stamp. Ja. Man klappt das Ding auf. Die Karte wird hier reingespannt, mit Magneten fixiert. Und dann habt ihr euren Stempel, Silikonstempel. Könnt den hier irgendwo drauflegen. Ich mache es jetzt mal einfach hier unten. Ich will das da nicht hinmachen, aber so, dass ihr seht, wie es gemeint ist. Der Stempel geht drauf, klebt jetzt hier an dem Deckel
Und ihr könnt jetzt hier super mit eurem Stempelkissen, was ihr habt, ja. Was ist denn hier los? Bleibst du mal stehen? Mit eurem Stempelkissen, was ihr habt, Farbe drauf machen. Ihr druckt das auf die Karte. Und wenn es nicht gereicht hat, wenn die Schrift nicht schön ist, dann könnt ihr es aufklappen, macht nochmal Farbe drauf. Und es landet immer auf der gleichen Stelle. Das ist eine super Geschichte. Das Ding hat mal, ich glaube, 25 € gekostet. Das war aber wirklich eine Investition. Wer ganz viele Karten bastelt, dem kann ich das Ding tatsächlich nur ans Herz legen. Ansonsten braucht ihr für Silikonstempel so einen Acrylblock. Dann klebt man das nämlich da drauf, ja, auf das Stempelkissen und druckt. Und da kann man von oben, weil der so schön durchsichtig ist, natürlich genau sehen, wo man druckt. Zum Reinigen von dem Ganzen nutze ich Reinigungsalkohol. Das funktioniert am besten. Ihr könnt die auch einfach mal in Seifenwasser abwaschen. Klappt auch ganz gut. Silikonstempel. Wo wir dann schon mal bei den Stempeln sind, hat mich zuletzt jemand gefragt, wenn ihr einfach Silikonstempel sucht, eingebt bei der Suche. Ich brauche mal einen hellen Untergrund, damit ihr das hier sehen könnt. Einen helleren. Da ist es. Wenn ihr Silikonstempel sucht, bekommt ihr im Internet unzählige. Diese habe ich mir auch mal bestellt. Gerade Sprüche, sehr schön. Aber man kann auch durchaus mal bei Action oder bei Teddy auf solche Stempel kommen. Und die gibt es für alle Zwecke. Weihnachten habe ich total viel. Geburtstagsstempel. Hier Happy Birthday, da konnte man eine Torte machen. Ich habe Osterstempel, die sind auch total niedlich. Osterhasen. In vielen meiner Karten, wenn ihr in meinen Videos runterrollt, seht ihr diese Stempel. Ne? Weihnachten hier die Gnome, total süß. Also ja, und dann gibt es halt in Schriften, die im Weihnachtsgruß. Und findet ihr im Internet, findet ihr bei Amazon. Wer unbedingt will, kann sie auch bei Temu bestellen. Aber auch da bitte wieder mal bedenken, wo es herkommt. Ne? So, okay. Dann sind wir mit den Stempeln durch. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich noch nutze, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Pinsel. Pinsel ist ein leidiges Thema. Ich habe mir auch viel zu viel Pinsel bestellt. Auch diese hier, Serie China, die habe ich mir mal, ich glaube, ich bin mal über Instagram oder ich weiß nicht wo drauf und sie taugen nichts. Also das war rausgeschmissenes Geld, spalten sich auf, taugen überhaupt rein gar nichts. Kauft euch lieber erstmal nur 1, 2, 3 gute Pinsel. Ja, das sind hier so meine Lieblingspinsel. Die habe ich mir, gehe ich davon aus, auch bei uns im Hobbyhaus gekauft. Die sind wunderbar spitz, die flittern nicht auf. Ihr braucht ab und zu mal einen Flächenpinsel, um was nass zu machen. Hier Da Vinci, der ist ganz weich, ganz toll. Ab und zu braucht man mal einen quadratischen Pinsel. Was ich sehr gerne auch nutze, sind diese, die sind zu vorne so abgerundet. Also die sind flach, es ist ein flacher Pinsel. Wo ist der große dazu? Moment. Also von diesen hier habe ich zwei, einen großen, einen kleinen, und die sind eigentlich flache Pinsel, aber sie sind so schön abgespitzt. Ne? Dann gibt es auch diese in schräg. Ab und zu kommen die bei mir auch mal in Einsatz, wenn ich sehr strukturierte, gerade Sachen mache. Und dieser Fächerpinsel, ja, und viel mehr braucht es im Grunde nicht. Alles, was ich sonst habe, ist too much. Ne? Also wirklich, ja. Wichtig noch, mein allerliebster Lieblingspinsel, den kennt ihr auch schon alle aus den Videos, die ich so mache, ist dieser hier von Bösner, mein Schriftenpinsel für ganz, ganz feine Linien. Ein Traumpinsel. Den nehme ich so gerne. Richtig schön. Also, ich sage mal, wenn ihr von jeder Größe hier einen dünnen, einen etwas dickeren nehmt, genauso
schafft euch nicht riesige Pinsel an oder schaut tatsächlich in Künstlerbedarf. Die sind meistens besser wie diesen China-Schrott, den ihr halt online bekommt. Ne? Hier, ihr seht das, die splittern sich auf, die kannst du nicht gebrauchen für Aquarellmalen. Funktioniert einfach nicht. Viele malen auch gerne mit diesen Wassertankpinseln. Kann ich mich leider nicht mit anfreunden. Aber wer das mag, bitte. Soll er sich mit austoben. Gut, Pinsel. Immer gerne natürlich Zirkel, Schablonen, Lineale ab und zu. Könnt ihr immer gebrauchen. Aber auch da greife ich dann ab und zu einfach mal zu so einem Glas, stülpe das um, nutze da die Form. Ne? Also man muss dann auch nicht sowas in der Richtung groß sich anschaffen. Ach so, ab und zu, ja, gibt es hier solche kleinen Stempelsets. Die hatte ich mir noch extra hingelegt. Die sind dann auch manchmal ganz günstig und ganz süß, wo es mal passt für eine Frühlingskarte oder so. Hier so ein Schmetterlingchen. Das ist auch ganz niedlich. Ne? Die sind auch oftmals nicht so teuer. Kriegt man auch bei Action oder Teddy. So, ich habe nochmal gestöbert. Was nutze ich noch für die Karten? Nutze ich ganz oft auch dieses ganz hauchdünne doppelseitige Klebeband, um es innen drin halt drauf zu machen und die Karte aufzukleben. Ich mache es aber auch oft mit Pritt und Uhu. Dann ist mir noch über den Weg eben gelaufen, diese Stanzen gibt es natürlich auch in Einzelmotiven, die ich vorhin hatte. Ne? Hier gibt es auch nochmal die sehr schönen Sterne, Kristalle, Schmetterlinge. Es gibt zig davon. Ja. Auch die habe ich mir gegönnt, als unser Laden aufgelöst hat. Und ja, ansonsten stöbert gerne im Internet. Dann habe ich zuletzt benutzt bei ein paar Videos Schablonen. Dazu hatte ich hier einmal diesen Magic Cleaner Schwamm. Ihr könnt aber auch jeden normalen Schwamm in kleine Stückchen schneiden und das nutzen. Aber der funktioniert super. Und ich habe hier meinen Ordner. Ups. Mein Ordner mit meinen ganzen Schablonen. Hier muss ich ein bisschen höher machen, glaube ich. So, mal gucken. Dass ihr scharf seid. Genau. Ich habe mir hier so einen Ordner gemacht mit farbigen Papieren hinten, damit ich die sehe. Und ich habe Unmengen an unterschiedlichsten Schablonen. Die sind schon für Mixed-Media-Sachen in Einsatz gekommen. Manche sind noch gar nicht in Einsatz gekommen, so wie diese hier. Ne? Das war mal tatsächlich in so einem Set, was ich mir bei Temu bestellt habe. Schöne Muster, schöne... Also das wird noch öfter in Einsatz kommen bei mir. Auch hier diese Rang, dieses ist auch toll. Wer auch da nicht bei Temu schauen möchte, guckt bei Amazon, guckt einfach so. Ihr findet da im Internet sehr viele. Die habe ich auch schon mal sehr gerne benutzt. Es ist auch eine schöne. Ja, es gibt hier unterschiedliche Themen. Das war hier so Ziegel und Stein Thema. Oder halt, hier habe ich so welche, die sind so ein bisschen Waldbaum, naturbelassener. Das finde ich auch cool. Könnte ich auch mal wieder nutzen. Ja, unterschiedlichster. Ne? Ich habe aber auch hier tatsächlich schon welche, zum Beispiel diese beiden, ganz normal im Künstlerbedarf im Laden gekauft. Ne? Das sind so Sachen, da kriegt man auch zum Beispiel, um seine Tapeten zu verschönern. Hier sind so verschiedene Borde und Ranken dran und ja. Ne? Auch da entweder schaut in den Künstlerbedarf eures Vertrauens oder stöbert durchs Internet. Schablonentechnik. Fällt mir noch was ein, was ich viel nutze und euch zeigen wollte. Eigentlich habe ich die meisten Sachen, glaube ich, abgedeckt. Ihr Lieben, mein Chaos. Ihr möchtet nicht wissen, wie mein Tisch aussieht. Ja, achso, ja, ne, hier, Weihnachten. Das Ding hat, glaube ich, schon ordentlich die Runde gemacht. Da habe ich jetzt ein paar Videos mitgedreht. Das hat so einfache Dinge, ne? Guckt durch, was euch in den Sinn kommt. Nehmt Formen und, was ihr mögt. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Einblick gefallen. Ach, hier habe ich noch was entdeckt. Eine Sprühflasche, auch immer wichtig. Nehme ich auch sehr viel. Das ist so eine Pumpsprühflasche. Feucht machen, das Papier. Ne? Habt ihr auch schon in ein paar von meinen Videos gesehen. Ich wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir gerne ein, wo ihr einkauft.
Bin immer gespannt, ne? Das mit der Glasfeder, wie gesagt, kam von einer von euch. Das war ein toller Tipp und ich bin dann auch gerne bereit, mal etwas auszuprobieren und was Neues zu machen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Macht es gut, eure Melanie.